Willkommen zurück. In diesem Video werden wir den Charakter bewegen lassen und eine Kamera installieren, sodass wir uns die Punkte Kamera und Spielerbewegungssteuerung anschauen. Das Ganze machen wir jetzt nicht in der Paladin-Klasse, sondern wir werden das in der Basisklasse machen. Jetzt nicht in der Kind-Klasse, sondern in der Elternklasse. Hier oben rechts, das ist die BP Player Base. Kann man einfach öffnen. Hier werden wir kleine Änderungen machen, um die Gegebenheiten zu haben. Wichtig ist es, in der Player Base zu machen als Elternklasse. Hier hole ich mir den Full Blueprint Editor. Hier kommt dann die allgemeine Logik hin, die dann alle Charakterklassen betreffen. Nicht nur den Paladin. Für die Kamera brauchen wir erstmal einen Spring Arm. Also hier oben links Add und dann Spring. Den Spring Arm. Das ist unser Top-Down Spring dann. Kompilieren, speichern. Danach holen wir uns über Add eine Kamera. Und die Kamera ist dann ein Kindelement von diesem Top-Down Spring, beziehungsweise ein Unterelement von dem Ganzen. Wir können jetzt den Top-Down Spring einmal einrichten, auswählen und ihr könnt damit natürlich rumspielen. Die Zahlen, mit denen ich hier arbeite, könnt ihr auch nutzen, um den Spring zu justieren. Einfach ein bisschen mit den Zahlen rumspielen. Für die Armlänge nehmen wir 1250. Für den Target Armlength habe ich 1250. Dann ist der entsprechend etwas weiter von dem Kapsel Component, um halt ein größeres Gebiet zu sehen im Spiel. Und das Spring wird bei uns rotieren auf der Y-Achse um minus 73. So haben wir so ein Top-Down gemacht. Dann deaktivieren wir Do-Collision-Test und die drei Elemente. Pitch, Yaw und Roll. Die Kamera-Settings. Alles klar. Kompilieren, speichern. Die Kamera als solche, wenn wir die auswählen, müsste soweit passen. Jetzt wollen wir einmal testen, wenn wir im Spiel spawnen. Dazu hole ich mir den Simulator. Mit dem Selected Viewport schaue ich mir das einmal an. Jetzt sind wir oben drüber, über dem Player Charm. Ich setze den Winkel noch etwas anders. BP Player Base auf die Top-Down Spring und dann holen wir uns minus 69. Compile Save. Im Testlevel einmal testen. Selected Viewport. Ja, sieht etwas besser aus. Dem Ganzen können wir noch so ein Post-Processing verabreichen. Mit Escape komme ich erstmal raus. Zunächst brauche ich noch einen Actor. Unter Actor Replace Selected Actors with Player Base. Ich hole noch so ein Post-Processing ins Spiel. Fürs Post-Processing brauche ich einen Actor. Da gehe ich hier oben links auf Window und Place Actors. Dann habe ich den Browser dafür. Den ziehe ich mir einfach hier oben hin und suche einfach nach Post-Process Volume und ziehe den mir hier rein. Das Ganze wollen wir fürs ganze Level setzen und nicht nur für einen bestimmten Bereich. Und gehen hierzu auf Details und erweitern das ins Unendliche. Dazu wollen wir das Volumen einfach ganz groß machen. Nicht sofort gesehen. Hier Post-Process Volume Settings. Da haben wir so ein Infinite Extend und Bound. Das einmal anmachen. Dadurch haben wir gewährleistet, dass alles, was wir in diesem Post-Processing machen, die ganze Welt beeinflusst hier und nicht nur den Bereich der Box. Das Ganze kann man hier noch einstellen. Also Sachen wie Blumen kann man einstellen. Ich will es ein bisschen heller haben. Dazu brauchen wir dieses Brightness, Min und Max Brightness. Damit könnt ihr natürlich rumspielen, wie es euch gefällt. Ich stelle die einmal auf 1. Dann sieht das Ingame schon etwas anders aus. Ja, sieht doch hübsch aus. Mit Post-Processing etwas beleuchteter. Das reicht dann auch für einzelne Tests.
Ich speichere mal alles. Mir fehlt in meinem Level noch der Player Start, wie ich hier sehe. Den mache ich als Actor und dann Place Actor, Player Start. Den packe ich dann in die Welt und setze ihn einfach an die Position hier. Unter Details einmal zurücksetzen. Bei Transform. Dann ist er mittig und kann ihn etwas anheben. Dann wird das Testlevel auch nicht nur im Selected Viewport hier funktionieren, sondern auch im Standalone, wenn ich mal was testen will. Alles klar, gehen wir zurück zur BP Player Base. Hier bei Klassen Defaults, da wollen wir einmal den Tick deaktivieren hier. Start with Tick Enabled. Dann deaktivieren wir noch bei Pawn Use Controller Rotation Yaw. Auch auf Voll setzen. Das war's für unsere Blueprint Player Base Default-Klasse als Elternelement. Kompilieren und speichern. Jetzt gehen wir zur Bewegungssteuerung. Charakter Movement. Und werden ihn etwas schneller machen. Statt 360 lassen 730 sein. Von der Geschwindigkeit, wie er rotieren darf. Und Orient Rotation to Movement machen wir auch an. Kompilieren das Ganze, speichern das. Weiter mit der Bewegungssteuerung. Da gehen wir zu unserem Player Controller, über den Content Browser und öffnen da den PC Dungeon Player Controller. Openen Full Blueprint Editor. Die Bewegungssteuerung werden wir im Player Controller machen, statt in der Player Base. Und zwar in dem Event Graph. Hat den Hintergrund, dass in Multiplayer-Spielen das einfacher ist mit dem Handling, wenn der Spieler zum Beispiel einmal stirbt oder wieder neu spawnt. Da wird die Spielercharakterklasse neu erstellt. Und bei dem Player Controller ist es so, dass es einfach weiter da ist und man hier die Mechaniken da erweitern kann in Richtung Multiplayer-Mechaniken. Nicht nur Steuerung, sondern wie das Ganze auch im Multiplayer dann aussieht. Die Klasse vom Player Controller ist zur Laufzeit halt immer da. Das ist halt auch mehrspielerübergreifend so. Deswegen ist Player Controller auch ein cooler Ort, um Multiplayer-Logik hier einfach festzuhalten. Im Grunde ein Platz für Multiplayer-Programmstrukturen, die wir machen. Also im Player Controller ist im Grunde ein schöner Ort für so Sachen wie Ausdauermanagement, HP-Management oder Mana oder sowas wie GUI-Elemente wie Inventar-Elemente, die dann im Inventar eines Spielers sind. Das Ganze halt mit Serverlogik und dafür ist der Player Controller ideal, weil er zur Laufzeit halt immer da ist. Und so Sachen wie Respawn-Logik, weil der Player Controller auch auf dem Server da sein kann. Damit kann man auch Respawn-Events managen. Deswegen ist der Player Controller schon ein schöner Ort für die ganze Logik. Gehen wir jetzt in die Projekteinstellungen über, Edit und dann Projekt-Settings. Dann gehen wir unter Engine auf Input und sehen hier schon einige Access Mappings und Actions, die schon voreingestellt sind für Basisbewegungen. Sowas wie Jump für Springen oder wie man nach vor und zurückläuft, nach links oder nach rechts, die wir im Projekt schon nutzen können. Wir werden erstmal Move Forward nutzen und Move Right Left, also Move Forward, Backward und Right Left. Wir holen uns jetzt das Move Forward, da gehen wir wieder in den PC Dungeon Player Controller. Den Eventik lösche ich einmal, den brauche ich an der Stelle gerade nicht. Rechtsklick, Move Forward, Move Right Left für unsere Bewegung. Hier holen wir uns jetzt den Spielerchart, den Paladin, also den Pawn. Rechtsklick, Get Controlled Pawn. Das ist dann unser Pawn hier, den der Spieler steuert. Unser Spielerchart. Hier können wir dann vom Pawn die Movement Inputs holen. Einfach hier raufklicken. Add Movement Input. Wir können das für nach vorne und zurück einmal verbinden. Über Steuerung D können wir das Ganze kopieren. Und für unsere Maus auch benutzen. Jetzt haben wir Kontrolle über das Movement.
Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Wir holen uns die Rotation. Hier bei Get Control Pawn. Get Control Rotation. Wir holen uns den Forward Vektor. Get Forward Vector. Und packen den in die World Direction. Das gleiche machen wir fast für unten. Und zwar für die Rechtsbewegung. Get Right Vector. Und stöpseln den ein in World Direction. Hier haben wir einmal die Bewegung nach vorne geholt. Und hier unten haben wir einmal die Bewegung nach rechts geholt. Also die Axis Value ist halt plus 1 oder positiv, wenn man nach vorne läuft, und minus 1, also negativ, wenn man nach hinten läuft. Und bei der Input Axis Move Right Left, da sind wir halt nach rechts bewegend bei positiv 1. Und wenn es negativ 1 ist, in negative Richtung, dann sind wir links bewegend. Ja, das Ganze ermöglicht dann eine 360 Grad Bewegung oder Rotation. Also im Grunde geht es hier von minus 1 bis plus 1. Hier oben lang für nach vorne bewegen und hier unten für rechts, links. Das ist bei uns Vektormathematik für Bewegungssteuerung. Das speichern wir uns und kompilieren das Ganze. Das Ganze muss je nach Input noch skalieren. Also die Axis Value hier einmal einstöpseln. Einmal testen. Ja. Für den Einzelspieler ist das so okay. Für den Mehrspielermodus muss man noch ein Checkup machen, dass eine bestimmte Pawn-Instanz auch da ist. Hierzu machen wir aus dem getControllerPawn eine Variable, die wir dann abfragen und das Ganze ausführen, wenn die da ist. Erstmal Steuerung D, kopieren wir den ganzen. Mache hier ein Promote Variable. Wir nennen den in Player und holen wir dann hier runter über Get Player Pawn. Mit Steuerung gedrückt halten kann man jetzt die ganzen Verbindungen hier einmal nehmen und in die Variable packen. Den hier können wir einmal löschen. Bis jetzt hat sich noch nicht sehr viel geändert. Wir haben hier halt nur die Variable erstmal gesetzt. Wir wollen jetzt checken, dass die auch da ist, wenn es hier einmal auf Serverseite auch durchläuft und wir keine Fehler haben. Um hier nicht mit Delay zu hantieren, dass das mal funktioniert und mal nicht, brauchen wir da ein Checkup. Der Trick hier, um nicht mit Delay zu arbeiten, wir können diesen Pawn hier einmal holen. Mit Rechtsklick dann ihn zu so einem validierten Get holen. Convert to validated Get. Das Ganze validiert dann, dass der Player Pawn auch da ist. Im Multiplayer-Modus. Für den Singleplayer muss das jetzt nicht sein. Was das Ganze macht, es beugt dem vor, dass so ein Delay man nutzen muss, wo man nicht genau weiß, wie viel Delay eingestellt wird. Und so wird das System intern gehandelt, dass das erst validiert ist und danach darf dieses Movement entsprechend ausgeführt werden. Und dann klappt es auch mit dem Multiplayer. Für den Singleplayer braucht man diese Validierung nicht. Aber für den Multiplayer halt schon. Kompilieren, speichern. An der Stelle könnt ihr aber auch so ein isWallet nehmen, was euch damit einfacher ist, das Ganze zu gestalten. Aber diese Get isWallet macht den Job genauso. Alles klar. Kompilieren und speichern. Einmal Multiplayer anmachen. Als Client. Ja, das Ganze funktioniert dann auch im Client-Mode, weil er nur bei Wallet-Events entsprechend sich bewegt.
und man hier nicht mit irgendeinem Delay hantieren muss. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video werden wir uns einmal auch klassenübergreifend Interfaces anschauen. Wir nutzen Interfaces in diesem Projekt, um halt Performance-Einbußen nicht zu haben, wenn wir Klassenreferenzen nutzen. Wir sehen uns im nächsten Video.